Wir haben es mit hochkompetenten Leuten zu tun, denen nur sehr oft der kritische Blick fehlt. Was ist denn passiert mit unserer Nutztierhaltung in den letzten 40 bis 50 Jahren? Der Mann, du musst dich jetzt entscheiden. Willst du die Typen in deinem Stall, das passt zu deinem Futter oder zu deinen Flächen, oder willst du dir das wirklich antun? Wenn ich Bio sage, dann muss das auch einen Größenbezug noch haben. Kranke Tiere bergen ein wesentlich höheres Infektionsrisiko, auch für den Menschen. Dankeschön. Also, grüß Gott, alle zusammen. Ich wurde ja schon ein bisschen vorgestellt und ich habe nämlich auch deswegen die Vorträge jetzt umgedreht. Ich meine, ich muss dazu sagen, diese beiden Themen sind so riesig und so umfassend, dass es ja eigentlich nur angerissen werden kann an einem Nachmittag wie heute. Das heißt, ich möchte da keinerlei Anspruch auf irgendeine Vollständigkeit erheben. Ich möchte einfach nur Gedanken-Inputs geben, wie man über was vielleicht auch noch nachdenken kann oder wo es vielleicht kritische Betrachtungen und wo es vielleicht auch Toleranz braucht. Also Sie haben schon gehört, ich bin ein ziemliches Enfant terrible und ich bin auch das rote Tuch der österreichischen Tierärzteschaft. Also da gibt es ganz viele, die ganz furchtbar nervös werden, wenn sie Herut hören. Ja, also das ist irgendwie schlecht. Gut. Ich habe auch mittlerweile zeitweise schon mehrere Jahre immer wieder Sprechverbot an der Wiener Veterinärmedizinischen Universität. Das spricht für sehr schlechtes Verhalten. Zu meinen fachlichen Qualifikationen, das ist Fahrt, das können Sie da oben lesen. Was ich aber dazu sagen muss, ich bin echt Praktiker. Also mir fehlt dieses tolle wissenschaftliche Background. Ich mache ganz viel aus dem Bauch heraus, da mag auch manches falsch sein. Aber so in der Summe über die 30 Jahre gesehen hat sich das dann doch zu einem ganz schön runden Bild zusammengefügt, was immer an Details vielleicht falsch war. Ja, was ich vielleicht jetzt doch noch kurz aus dieser langen Liste da oben ein bisschen hervorheben möchte, ist, dass mir diese Sache mit der Phytotherapie sehr, sehr intensiv passiert ist in den letzten 4, 5 Jahren, auch aus der Praxis heraus. Es war halt dann so, dass ich dann zu meinen armen, ich meine grundsätzlich das Problem ist, ich bin Fachtierarzt für Homöopathie. Nicht? Homöopathie ist jetzt so eine Sache, mit der können ganz viele Leute ganz schlecht leben. Und Homöopathie ist nicht vervielfachbar, so anonym, sowas wie alle kranken Kälber, die Durchfall haben, kriegen irgendein Globuliat und das passt dann immer. Geht gar nicht. So, das heißt, es ist individuell, man muss nicht dran glauben, man soll auch möglichst nicht dran glauben, die Kälber und die Turkeys und wer immer glauben auch nicht dran. Das Problem ist, die Schulmedizin hat damit furchtbare Schwierigkeiten und extremes Kopfweh, weil man es ja nicht messen kann und Dinge, die man nicht messen kann und die man auch nur ganz schlecht nachweisen kann, die mögen die ja nicht. Also gut, jetzt habe ich halt diesen Fachtierarzt für Homöopathie, das heißt, ich wäre unentwegt angerufen, gegen Frau Doktor, haben Sie da nicht so hämopathische Kugel für meine Kier? Ich hoffe, die Armen da oben können das verstehen und irgendwie übersetzen. So, also grundsätzlich am Telefon habe ich keine weder hämopathische noch homöopathische Kugel für irgendwelche kranken Tiere. Aber ich brauche immer Lösungen und die rufen mich ja aus ganz Österreich oder oft auch aus dem benachbarten Ausland an. So, jetzt habe ich das Problem gehabt, ich muss das ja irgendwie lösen. Ich muss den armen Bauern ja irgendwelche Lösungen anbieten. Und da sind mir dann die Kräuter immer öfters und öfters passiert. Und dann fahre ich dann dorthin und dann komme ich halt schon mit 4, 5 Sackerln von verschiedensten europäischen bewährten Heilkräutern und ayurvedischen bewährten Heilkräutern. Und dann sind mir natürlich auch noch die Tonminerale passiert. Ich meine, wenn man die Augen offen hält, dann stolpert man darüber. Dann bin ich also mit aktiviertem Zeolit gereist. Dann bin ich draufgekommen, der bayerische Montmorillonit kann noch mehr. So, also Sie sehen schon ein echtes Packerlproblem und das einem österreichischen Bauern irgendwo im tiefsten Wald, der glaubt, du hast ein bisschen einen Vogel. So, also bin ich dazu gekommen, dass ich gesagt habe, nee, ich muss das irgendwie zusammenfassen. Und aus dem heraus haben sich dann diese Momoaktivprodukte entwickelt.
Und ich will das jetzt nur kurz vorweggeben, es ist immer wieder die Rede davon, ich werde in den Vorträgen nicht im Detail darauf eingehen, wer immer dazu Fragen hat, es ist Infomaterial auf den Tischen draußen und ich stehe für Fragen, für Interesse und sonstiges gerne nachher zur Verfügung. Also nur, dass Sie einmal sehen, dass das irgendwie also so eins der neueren Babys ist, abgesehen davon, dass wir unseren Bauernhof zu Hause, also ich habe eine richtige große Landwirtschaft, die ich betreibe, wir haben 9 Hektar Grund, also 7 Hektar haben wir und 2 sind gepachtet, also es ist richtig eine große Landwirtschaft. So, was tust du damit? Als Garten zu bewirtschaften ist es zu groß, nicht? Also mit dem Rasenmäher geht das nicht mehr. Das heißt, wir brauchten irgendeine vernünftige Lösung. Der erste Anlauf war ein Pferdetherapiezentrum, das ist schön, österreichische Pferdebesitzer finden das überhaupt nicht toll, dass sie ihren Liebling irgendwo hinstellen sollten, damit er gesund ist. Die lassen den lieber in so kleinen Boxen, so 3x3 Meter, mit goldenen Knöpfchen drauf und füttern die dann täglich mit Karotten. Das ist dann ganz toll, gehen auch mit ihnen am Schnürl spazieren und das war es dann schon. Wenn sie dann nicht gesund werden, dann schickt man sie weg auf eine Alm. Also das mit der Rehab so wohin bringen, Pferd dort gesund werden lassen, wiederholen, das haben die nicht so ganz verstanden gehabt. Und irgendwie sind uns dann die Vögel passiert. Das sind unsere Gänse, das sind unsere Turkeys, die rennen alle draußen in der Wildnis herum. Das Spannende ist, wir arbeiten nur mit dem ganz normalen massentierhaltungsgenetischen Material. Da haben mich viele schon gefragt, ja, warum habt ihr keine alten Rassen und wie geht denn das und so. Also erst habe ich mir gedacht, ist eigentlich blöd, sollte man haben. Ne? In der Zwischenzeit bin ich irrsinnig stolz darauf, dass ich keine alten Rassen und keine so die Idylle habe, sondern dass ich nämlich denen beweisen kann, dass diese Typen, die dafür produziert und gezüchtet wurden, um in 3 Monaten ihr volles Gewicht zu haben, halb verfaulte Brust zu haben, nicht mehr stehen zu können und aus einer 10.000er Halle nach ca. 10 bis 15 guten Antibiosen in der Zeit dann auf LKW verladen zu werden und das war es dann, weil man ein Turkey ist, ein ordentlicher. Ja? So, meine Typen sind genau die gleichen und sie sind imstande, zu fliegen, zu galoppieren, zu rennen, Kontakt zu halten. Sie sind fröhlich, sie brauchen keine Antibiotika, sie brauchen keine Medikamente, sie halten Freilandhaltung aus, man kann sie in der Wildnis halten. Das sind die ärgsten Rodungsmaschinen, die es auf der Welt gibt. Und ich hoffe, ich kann ganz bald in Afrika implementieren, dass das eine super Eiweißquelle wäre. Dort gibt es viel Pampas und die wissen auch nicht, dass man Turkeys essen kann und dass die super gut sind zur Vorbereitung vom Boden. Die bearbeiten das, die fressen absolut alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Dann haben wir noch Mastgeflügel, auch im Freiland natürlich. Und nebenbei, nachdem ich so aus dieser blöden Generation komme, wo man Gemüse und Obst nicht wegschmeißt, nur weil man es gerade nicht braucht, mache ich auch immer so Bio-Sirup und Biomarmeladen und so Zeug in der Nacht dann, wenn mir fad ist. Ich soll zu Ihnen reden über artgerechte Nutztierhaltung und ihre Bedeutung für die Umwelt. Ein sehr umfangreiches Thema. Wir haben am Vormittag schon einiges über Landwirtschaft gehört. Und ich möchte einfach nur ein paar so Gedankenblitze Ihnen geben, woher das kommt. Was ist denn passiert mit unserer Nutztierhaltung in den letzten 40 bis 50 Jahren? Wir haben einmal das große Thema, dass ganz vielen kleinen Betrieben eingeredet wurden, davon kann man nicht leben. Und die haben dann gefunden, das rentiert sich alles nicht und wir hören auf. Das nächste ist, dass natürlich, es ist ja nicht um eine Kuh weniger geworden und alle anderen Viecher sind auch mehr geworden in Europa und nicht weniger. Das heißt, die, die geblieben sind, sind viel größer geworden und haben Größen erreicht, die einfach nicht mehr managebar sind oder eben nur mehr managebar, aber nicht mehr lebbar sind. Diese Steigerung der Herdengröße ist auch einhergegangen mit einer Leistungssteigerung. Also ganz egal, in welche Tierart wir schauen, alle müssen mehr produzieren. Nobody knows why. Ein toller Aspekt ist, wir haben es in der Zwischenzeit wirklich mit hochgebildeten landwirtschaftlichen Fachkräften zu tun. Das ist etwas, wie ich ins Waldviertel, und Waldviertel ist eine sehr abgelegene Region im Norden Österreichs,
die ein sehr schlechtes Bildungsniveau hatte. Wie ich vor 30 Jahren dorthin gezogen bin, gab es wirklich noch Landwirte, die außer 1 bis 2 Klassen Volksschule gar nichts an Ausbildung hatten. In der Zwischenzeit hast du es mit Landwirtschaftsmeistern, mit Akademikern zu tun, mit Leuten, die dir sagen, naja, Moment, ich habe mir die letzte Ration für meine Kühe, die ich mir runtergeladen habe, das ist jetzt eine amerikanische Ration, die habe ich mir aus dem Internet geholt. Ja, also da muss dann diskutieren auf einer anderen Ebene. Das ist jetzt nicht mehr das ahnungslose Bäuerlein von hinterm Eck, der also mit der Welt nichts zu tun hat. Das ist lange vorbei. Wir haben es mit hochkompetenten Leuten zu tun, denen nur sehr oft der kritische Blick fehlt. Wir haben einen ungeheuren Ehrgeiz bei den Landwirten und wir haben Landwirte, die in geknechteten Systemen funktionieren müssen, nämlich Systemen, die mit Firmen wie Raiffeisen und Ähnlichem verheiratet sind, aber nicht mehr selbstständig sind. Also ganz böse ausgedrückt ist das ein modernes Sklaventum. Die sehen ihr Geld nie und daher gehen die auch in diese Wahnsinnssysteme von wegen, ich muss immer größer werden, ich brauche die größere Maschine. Klar, das Lagerhaus kassiert das Getreide, die Getreidekosten werden aufs Konto gut geschrieben, kaum ist auf dem Konto was gut geschrieben, steht der Landmaschinenhändler da und sagt, du, der Nachbar hat gerade den größeren Traktor gekauft. Paff, braucht er schon den nächsten Traktor. Also die sind ausgeliefert und ganz, ganz wenige schauen kritisch hin und merken das, wie sie in diesem Rad missbraucht werden in Wahrheit und lassen sich daher auch treiben. Das nächste ist, womit wir zumindest in Österreich sehr kämpfen, ich weiß nicht, ob das in den anderen Staaten, die hier anwesend sind, anders ist, diese gut ausgebildeten, ehrgeizigen Jungbauern haben es mit anderen Tieren zu tun, mit hochselektierten genetischen Superturbotieren. Daheim sitzt der Papa und sagt, na geh, so ein Blödsinn, wir haben immer so gefordert. Und dann füttern die diese Turboteile, ich meine, ganz egal welche Rasse, ganz egal welche Tierart, so wie es der Papa gesagt hat. Und dann kommen wir in diese riesigen Diskrepanzen, wo die dann Hochleistungskühe drinnen stehen haben in einem Stall. Die Tante gibt nach der Geburt ihre 45 bis 50 Liter Milch. Daneben steht eine, das war die Hochzeitskuh von der Mama, die gibt noch 3000 Liter Milch im Jahr. Okay, die zwei bräuchten ja eigentlich jede einen eigenen Bauernhof, nicht? Die eine die struppige Wiese und die andere möglichst amerikanische Maiskolben. Ja? Also die zwei können nicht am selben Tisch gefüttert werden. Das versteht der Bauer aber lange, lange nicht, so lange bis entweder die eine grundverfettet ist und tot umfällt oder die andere bei vollem Tisch verhungert ist und tot umfällt. Das heißt, diese Diskrepanz an unharmonischen Betrieben, die so aus der Tradition heraus wachsen und die eigene Entwicklung nicht wirklich durchblicken und überblicken, ist für mich in der täglichen Praxis eine der ganz großen Herausforderungen. Ich komme ganz oft in Betriebe, wo ich dann dieses völlig ungleiche Entwicklungsbild habe in einer Herde und wo ich dem sagen muss, guter Mann, du musst dich jetzt entscheiden. Willst du die Typen in deinem Stall, das passt zu deinem Futter oder zu deinen Flächen, oder willst du dir das wirklich antun? So eine Ladygruppe mit lauter rotbunten, hübschen Mädchen, wo einfach eine jede so ein Fellchen hat und so daher stolziert kommt, und aber halt ihre spezielle Betreuung braucht, nicht? Das ist immer so, wenn du einen Porsche in deiner Garage stehen hast, dann solltest du ihn nicht mit Diesel tanken. Und so geht es mit den Kühen auch. Und so geht es aber auch mit all den anderen Tieren, ob das jetzt Schweine sind oder Geflügel, ist eigentlich völlig egal. Die Steigerung der einzelnen Rasseleistungen, zu dem kommen wir gleich, ist einfach enorm. Ich habe da eine Grafik dazu, die kriegen Sie gleich. Die speziellen Produktionsrichtlinien, wie Bio zum Beispiel, haben wir schon gehört, wie wahnsinnig das auseinanderklafft. Oder diese silagefreie Milchproduktion, bei uns heißt das Heumilch, ja, ist eine ganz tolle Sache. Wunderbar, Österreich ist, glaube ich, Weltmeister in der Herstellung des tollsten Heus der Welt. Das Problem ist nur, die Kühe verhungern oft dabei, weil sie eben nicht satt werden nur mit dem Heu und wenn es noch so toll ist. Also da gibt es irrsinnig oft wirkliche Probleme.
Ja, Intensivmast, Extensivmast, wie entscheide ich mich, wie mache ich das? Auch das ist ein Thema, mit dem die Nutztierhaltung häufig Probleme hat. Und die Umstellung auf neue Haltungssysteme. Also die Winner in Europa sind ja definitiv die Rindviecher, zumindest in Österreich, denen werden im Moment Paläste gebaut. Die Verlierer, die Loser sind die Schweine, die sitzen immer noch im Käfig. Ja? Die Hühner, das ist so dazwischen. Die Puten, denen geht es ganz schlecht, die haben diese Flatdeck-Haltung da in diesen Riesenhallen und können sich sowieso nicht bewegen, können sich aber auch nicht bewegen, weil sie ihr eigenes Gewicht nicht mehr da schleppen. Also ich sage mal, da hängt es nicht nur am Stallgebäude, da hängt es an allem anderen auch. Nichtsdestotrotz, die Haltungssysteme haben einen riesen Einfluss und da gibt es unglaubliche Fehlentwicklungen. Ja? Weil aufs Tier nicht Rücksicht genommen wird, auf den Menschen nicht Rücksicht genommen wird und auf die Lage des Betriebs nicht Rücksicht genommen wird. Also wir haben ja auf den tollsten Steilhängen jetzt diese riesigen, mit Leimbindern, super aus dem Boden wie Schwammerl wachsenden Riesenstallungen, die dann alle trotzdem mit Gülle fahren, was im Hochgebirge eine ganz tolle Idee ist natürlich. Da haben wir heute in der Früh schon gehört, wie toll Gülle ist. Ne? Jetzt bauen die das immer noch, sie wissen es längst, keiner weiß warum. Ja, gut. Die oberste Kurve, ja, das sind die Liter Milch, die eine Kuh im Jahr gibt. Und diese oberste Kurve ist das österreichische Fleckvieh. Sie kennen das, die hellbraunen Kühe mit den Flecken, mit dem weißen Gesicht. Eine Zweinutzungsrasse eigentlich und war eigentlich darauf gedacht, alt zu werden, mindestens 10 Kinder zu kriegen und so im Schnitt ihre 6.000 bis 7.000 Liter Milch zu machen. 2006 war der Rassedurchschnitt bereits auf 8.300. Wenn wir da von Schwarzbunten oder Friesen reden würden, würden wir da bei 10.000 Liter im Jahr liegen, im Schnitt der Rasse. Ja? Und das andere sind Pinzgauer hier und Braunvieh, also die ziehen alle mit. Und Sie sehen, was ja entzückend ist, vor allem für die Deutschen, die hier sitzen, das waren die Betriebsgrößen 2006 in Österreich im Durchschnitt. Auf das werde ich auch noch können. Da liegen wir bei 18 Kühen im Schnitt des landwirtschaftlichen Betriebs. Das gebe ich jetzt nur so einmal als Gusto-Stückerl vorweg, weil über das werden wir dann nachher auch noch was hören. Aber nur, dass Sie sehen, wovon ich rede und was sind 10 Jahre in einer genetischen Entwicklung einer Tierrasse. Das ist ja gar nichts. Und wenn man sich da vorstellt, dass wir da Leistungsentwicklungen haben von mehreren tausend Litern im Rassedurchschnitt, dann sollte uns das wirklich zu denken geben. Welche Problembereiche möchte ich denn jetzt kurz einmal anreißen, bevor ich Ihnen ein bisschen Beispiel zeige, wie es sonst auch noch gehen kann? Ein Gedanke, ich lese die jetzt nur mal kurz vor. Die Landwirtschaft gleitet immer mehr in ein industrielles Denken und Handeln ab und verliert den Bezug zur Umwelt und zum eigenen Ich. Innerhalb der EU ist es erstaunlicherweise möglich, von völlig unterschiedlichen Betriebsgrößen gut zu leben. Woran liegt das? Die Intensivierung der Haltung, die größeren Tierbestände führen zu immer höherer Belastung der Böden durch Dünger- und Gülleausbringung. Da zu wenig Zeit in die Qualitätsverbesserung von Mist und Gülle investiert wird, ist diese eine zunehmende Belastung für die Umwelt, anstatt wertvolles Gut zu sein. Die Überbelastung der Böden mit schlecht aufbereiteten Mist, Gülle oder Klärschlamm führt zur Erkrankung der Tiere, die dann auf diesen Flächen weiden müssen. Und kranke Tiere bergen ein wesentlich höheres Infektionsrisiko, auch für den Menschen. Das sind jetzt so die paar Hauptthemen, die ich versucht habe, aus diesem gesamten Bereich herauszuholen. Warum fehlt da jetzt die Überschrift? Ich probiere es noch einmal. Na gut, wie auch immer. Okay, zum Punkt 1. Ein paar Gedanken. Wie kann es zum Beispiel möglich sein, dass in Deutschland ein Betrieb mit 1 Million Legehennen ein anerkannter Biobetrieb ist? 1 Million Legehennen. Ich meine, der mag die Vorschriften alle befolgen. Der mag auch ein paar Angestellte haben. Ich kenne den Betrieb gar nicht. Allein die Tatsache gibt mir zu denken, wie kann ich Bio sein? Nämlich Bio heißt ja nicht nur Richtlinien befolgen, das heißt ja auch einen Bezug zum Tier haben, in irgendeiner Weise mit diesen Tieren zu kommunizieren.
Ich meine, 1 Million Legehennen. Also wir haben Stallungen für Legehennen, wenn die jetzt von hier bis da nach hinten gehen, zu der Säule und so breit sind wie dieses Viertel dieses Saales, ist das ein Stall für 4.000 Legehennen. Nur, dass Sie mal eine Vorstellung haben, wie viel Platz? 4.000. Wenn wir hier nochmal schauen, noch einmal 4.000, noch einmal 4.000 und noch einmal 4.000. Das heißt, in diesem Saal könnte man von, geschätzt, ganz grob, sagen wir mal 4 mal 4, 16.000 Legehennen halten, mit all ihrer Einrichtung und allem drum und dran. Wie riesig ist das dann für 1 Million? Ich gebe Ihnen das nur zum Denken. Das sind Eier, die dann in allen Märkten am Markt sind und in der Bioschachtel liegen. Ich kenne den Betrieb nicht, mag sein, dass der hervorragend ist. Das Grundsystem ist für mich krank. Wenn ich Bio sage, dann muss das auch einen Größenbezug noch haben. Das muss noch eine Dimension haben, die irgendwo an etwas Biologisches angrenzt, in meinen Augen. Wie kann es sein, dass Butenmast angeblich nur rentabel ist, wenn ich mindestens 10.000 Stück habe? Und das 4-mal im Jahr. Wie kann das sein? Ich meine, die 2 Bilder, das eine ist Butenmast, das andere ist Butenmast. Dass die untere, da die grüne, dass das nicht massentauglich ist, weiß ich auch. Ich wollte ja nur beweisen, dass sie überhaupt überleben können. Voriges Jahr ist ein Herr Amtstierarzt zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe gehört, du fütterst Puten. Sage ich, ja. Sagt er, aber du kannst mir nicht erzählen, dass du die im Freiland hast. Sage ich, doch. Ja, sagt er, ich habe gerade 10.000 verladen. Die Amtsärzte sind diese armen Tierärzte, die dann bei der Verladung dabei stehen müssen. Ja? Sage ich, na kommen Sie besuchen. Ich sage Ihnen was, der Herr Amtstierarzt war 3-mal, einmal offiziell und 2-mal inkognito bei mir, weil er es mir nicht geglaubt hat. Er hat es sich nicht vorstellen können, dass es möglich ist. Genau dieselben Puten, die er zu Tausenden verladen muss aus der Halle, dass er die flatternd und fröhlich und mit perfekter Ausfütterung mit einem normalen Gewicht auf der grünen Wiese oder im Bachbett gefunden hat, im Steilhang. Ja? Gut, die Agrarpreise werden von Börsen bestimmt, sodass die Bauern eigentlich zu unhaltbar niederen Preisen produzieren müssen. Warum lassen sie sich das gefallen? Dafür gibt es für mich keinen Grund. Es gibt genug Bauern, die zu ordentlichen Preisen produzieren können und die auch überleben. Man muss es sich nicht gefallen lassen, sich von diesen Systemen knechten zu lassen. Und landwirtschaftliche Produkte haben meiner Meinung nach auf einer Börse nichts zu suchen. Ein ganz, ganz nettes Detail. Wie kann es sein, dass in Europa die Käfighaltung für Legehennen verboten ist? Juppie, wir waren gut. Diese Käfige in die Ukraine verkauft wurden, in der Ukraine diese Käfige aufgebaut wurden, voll besetzt wurden mit Legehennen und diese ukrainischen Legehenneneier in Europa am Markt als normale Frischeier verkauft werden. Gut, oder? Finde ich total toll. Im Moment ist es auch ein ganz großer Hype, in Afrika gebrauchte Käfige zu kaufen. Das ist die moderne Haltung. Ich rede mir im Moment gerade die Seele fußlich mit einem Projekt, mit einem Pilotprojekt, um denen zu erklären, man kann Hühner tatsächlich auf der Erde halten oder auch mit Nestern und so und ganz hübsch. Man muss jetzt nicht, um modern zu sein, gebrauchte Käfige aus Europa kaufen. So wird das nämlich dann weiter verbreitet. Gell? Da nickt schon wer, furchtbar. Gut, okay. Noch etwas, was mir eigentlich sehr gegen den Strich geht, und das ist noch dazu ein guter Freund von uns, ist es gerechtfertigt, dass ein sehr wohlhabender österreichisch-spanischer Betrieb im Norden Rumäniens 18.000 Hektar hält, auf diesen 18.000 Hektar 160 billige Rumänen arbeiten lässt, 18.000 Hektar in der Gegend von Temeschwar
würden 600 landwirtschaftlichen Betrieben, 30 Hektar, in etwa 6.000 Menschen eine Lebensgrundlage bieten. Das ist etwas, und da tue ich mir wirklich schwer, weil das sind ganz liebe Freunde von uns, ja? Aber es ist in meinen Augen eine totale Fehlentwicklung. Der hat dort schon wieder eine Industrie aufgebaut, mit eigener Mühle und eigenen Dreschen und eigenen alle Geräte und na klar, der verdient sich krumm und fußlich mit den Förderungen der EU. Ja? Die schaufeln das Geld von links nach rechts und die Leute dort haben alle keine Lebensgrundlage mehr. Und da rede ich nicht von Zentralafrika, da rede ich von Europa. Und genau dasselbe läuft im Moment in Polen oben, in Bulgarien, in all diesen, sage ich jetzt einmal, aus dem ehemaligen Ostblock angrenzenden Staaten, die glauben, auf diese Art und Weise dort die Riesenflächen, die eigentlich einen Gutteil der Welt ernähren könnten, weil sie hochfruchtbar sind, in Wirklichkeit den Bach runtergehen, weil die Kleinbewirtschaftung, und da gibt es ganz tolle Biobetriebe in Rumänien, die das mit 30 Hektar super schaffen, vorbildartig. Ja? Warum muss das mit industrieller Landwirtschaft kaputt gemacht werden? Das ist so ein kleines Thema. Warum ist es oder wie gibt es das, dass es möglich ist, in der EU mit so unterschiedlichen Betriebsgrößen gut leben zu können? Ich habe mir das auf der Statistik angeschaut. Über 40% der deutschen Rinderbauern haben mehr als 100 Kühe im Stall. Und ich schwöre Ihnen, 100 Kühe sind ein Haufen Arbeit. Meistens machen das 1 bis 2 Leute. Und sehr viele Betriebe in Deutschland, vor allem in Norddeutschland, sind viel, viel größer. Wir haben Betriebe mit 1000, mit 1500 Rindern in Norddeutschland. Okay? In Österreich haben wir weniger als 2% der Rinderbetriebe mit 100 Rindern, ebenso in der Schweiz, glaube ich. Ja? Das heißt, wie gibt es das beim selben Fördersystem, bei vergleichbaren Landscape, also landwirtschaftlichen Landesbedingungen oder, wie sagt man, Topografie, Dankeschön, das ist mir jetzt runtergefallen, dass es dermaßen den Leuten eingeredet wird, wie unterschiedlich groß muss ich sein, damit ich überleben kann. Das ist doch Unfug. Das kann es nicht sein. Das heißt, die Frage ist, wenn alle nur die billigen Massenprodukte produzieren, dann müssen alle groß sein und billig sein. Aber wenn mehr, das ist also dieses Bild auch von dem Feinkostladen Österreich, das immer wieder hochkommt, weil so quasi wir, die Österreicher, können uns das erlauben, so schnicki-schnacki zu machen. Ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Es braucht vielleicht ein bisschen mehr Fantasie, ein bisschen mehr Unternehmungsgeist und ein bisschen mehr Mut weg von den großen Systemen, um trotzdem in der Landwirtschaft überleben zu können. Notgedrungen arbeiten in der Landwirtschaft immer weniger Menschen, sodass die Betreuung der Tiere und des Bodens immer mehr reduziert werden muss und damit natürlich es zu einem laufend höheren Krankheitsdruck bei den Menschen, die die Arbeit machen, weil die sind völlig überlastet, und bei den Tieren, die schlecht betreut sind, kommt und damit immer wieder Betriebe zusperren, weil sie es einfach nicht mehr packen. Der Krankheitsdruck in der landwirtschaftlichen Bevölkerung ist unglaublich groß, weil ihnen auch eingeredet wird, sie müssen alles selber machen. Also auf die Idee, dass einer, statt dass er sich den 4. Traktor kauft, sich einfach 1 oder 2 Leute anstellt, kommt ja kaum ein Landwirt, zumindest in Österreich. Also dass das eigentlich Arbeitsplätze wären, und zwar lebenswerte, tolle Arbeitsplätze, das hat sich in Österreich zumindest noch nicht herumgesprochen. Die Intensivierung der Haltung, die Größe der Tierbestände führen zu einer immer höheren Belastung der Böden. Durch Dünger und vor allem durch diese hochintensive Gülleausbringung. Ich will das jetzt kurz, nachdem ich ja kein Bodenwutzi bin, so wie die Angela, was ja toll war, aus einer anderen Perspektive Ihnen einfach nur ein Beispiel bringen. Bei uns, wir haben sehr viel Wiesengebiete, so wie die Schweiz, erfolgt die Ausbringung der Gülle, wenn es blöd läuft, bis zu 5-mal jährlich, weil sie es ja nicht saufen können. Also müssen sie es auf die Wiese sprühen. Und weil sie so viel davon haben, müssen sie es halt oft auf die Wiese sprühen. Und wie es so blöd läuft, haben sie wenig Zeit, also fahren sie immer auf die nahegelegenen Wiesen, weil dann geht es schneller.
Weil das ist ein ziemlich grauslicher Job, diese grausliche, stinkende, schlecht bereitete Gülle rauszupumpen, hinten anzustecken und auf die Wiese zu führen. Das will keiner von Ihnen machen, ich verspreche es Ihnen. Das heißt, die fahren immer auf dieselbe Wiese. Das sind aber die Wiesen vor dem Haus und wenn Sie Glück haben, dürfen die Kühe dorthin. Das ist eine irrsinnig gute Sache. Gülle bewirkt zum Beispiel unter anderem nebst allem Schaden am Boden auch eine extrem hohe Kaliumbelastung der Böden, damit des Futters. Dieses hohe Kalium hat die ganz tolle Eigenschaft, in der Pansenschleimhaut, also der Pansen ist dieser ganz große Magen bei der Kuh, in der Pansenschleimhaut der Kuh die Magnesiumaufnahme zu blockieren. Kühe vor der Geburt brauchen aber unbedingt dieses Magnesium, um in ihrer Kleinhirnrinde ein Hormon zu produzieren, das heißt Parathormon, das wiederum unbedingt notwendig ist, damit die Kuh das Kalzium bei der Geburt aus ihren Knochen mobilisieren kann, um damit den Milcheinschuss und die Entkalzifizierung der Kälberknochen in ihrem Bauch überhaupt bewerkstelligen zu können. Hat also die Kuh zu viel Kalium im Futter, erstens einmal blockiert das Kalium die Magnesiumaufnahme, zweitens besetzt das Kalium die Calcium-Andockstellen im Organismus und es verhindert die Bildung des Hormons in der Kuh, damit die Kuh ihr Calcium aus ihrem Knochen überhaupt mobilisieren kann. Was haben wir dann? Wir haben dann eine festliegende Kuh, das nennt man Milchfieber. Diese Kuh ist schwerst krank, ist nur mit intensiver Infusionstherapie über den Berg zu bringen, wenn überhaupt, und startet somit schwerst krank in die nächste Laktation. Wenn es blöd läuft, haben wir Betriebe im Norden Österreichs, wo also sehr intensiv gearbeitet wird, wo 100% der Kühe zum Zeitpunkt der Geburt festliegend werden. Das ist nimmer lustig. Und das ist nur ein Aspekt von einer Misswirtschaft auf dem Boden, von der Bodenpflege. Nur ein ganz kleiner, weil wir haben heute Vormittag und gestern schon ganz viele andere Aspekte gehört. Das ist nur ein weiterer Baustein. Da zu wenig Zeit in die Qualitätsverbesserung von Mist und Gülle investiert wird, ist dieser zunehmend natürlich eine ganz große Belastung für die Umwelt, obwohl es eigentlich das Wertvollste wäre oder eines der wertvollsten Dinge wäre, die die Tiere für uns machen, nämlich ihren Mist. Ein hochwertiger Mist, der entsprechend fachgerecht aufbereitet ist, kompostiert wird, angereichert wird, und ich habe es nicht abgeschrieben, ich habe nicht gewusst, wer meine Vorredner sind, kann nun einmal der wirklich wertvollste Nährstoff für unsere Böden sein und ermöglicht uns sozusagen auf den Einsatz von industriellem Dünger komplett zu verzichten. Das heißt, was wir da am Vormittag gehört haben, ist absolut richtig und sollte uns allen ganz, ganz stark zu denken geben. Ich habe nur noch ein paar fachliche Fragen an Sie. Der Mist aus der Massentierhaltung, der äußerst minderwertig ist, der viel zu hoch konzentriert ist, der nicht bearbeitet wird, der mit dem Frontlader rausgeschoben wird und irgendwo vergraben wird oder eben einfach eingearbeitet wird, ist wertlos. Dasselbe gilt für eben nicht fermentierte Gülle, die mit Schwimmdecke völlig starr und verfault hinten in diesem Becken liegt. Und dasselbe gilt für diese völlige Fehlentwicklung dieser Biogasanlagen, die wie Schwammerln in ganz Europa wachsen und die ein Unding sind. Ein absolutes Unding, das sind einfach nur Geldfressermaschinen, die uns nachher ein Riesenproblem, nämlich den Klärschlamm, produzieren. Man muss sich ja vorstellen, die fahren ja mit diesen Monstertraktoren bis zu 100 Kilometer weit, um Grünzeug zu holen und um diesen Schwachsinn zu füttern. Allein was diese Traktoren an Diesel verbrauchen, ist mehr Energie, als jemals aus diesem grünen Gatsch herauskommen soll. Und da habe ich noch nicht über den Entsorgungsaufwand von diesem hochgiftigen Klärschlamm geredet. Also das sind vollkommene Fehlentwicklungen und ich bitte alle, die aus nicht-europäischen Ländern da sind,
Bitte kopiert die Europäer nicht. Kranke Tiere bergen ein wesentlich höheres Infektionsrisiko, auch für den Menschen. Man nennt das Zoonosen. Da gibt es ganz viele Krankheiten, die Zoonosen sind, also Krankheiten, die vom Tier auf den Menschen übertragbar sind, aber es gibt auch eine ganze Sammlung von Bakterien, die einfach nur rüberwandern. Ich sage da ein paar Schlagworte. Campylobacter jejunum. Ja, jeder Zweite, der mit Magenschmerzen ins Spital kommt heutzutage, was finden die? Eipostrara, Campylobacter. Na, ist das originell? In jedem Kalb, das Durchfall hat, finden wir Campylobacter. Dasselbe ist mit diesen sehr aggressiven E. coli. Wir alle würden tot umfallen, wenn wir kein Escherichia coli in unserem Darmgefüge hätten. Aber da gibt es ganz ungute Typen. Diese zum Beispiel enterohämorrhagischen E. coli, die dann schwerste blutige Durchfälle machen. Ja, wir hatten die blutigen Durchfälle, die kriegen wir direkt geliefert. Listerien, wenn der Käse falsch fermentiert, weil die Milch schon nicht okay war, weil die Milch eine zu hohe Zellzahl gehabt hat, weil er nicht durchreifen kann, dann explodieren die Typen da drin, die finden das toll, das ist ideales Aufenthaltsgebiet. Salmonellen, glaube ich, brauche ich überhaupt nicht ansprechen, weiß ein jeder, wie nett die sind. Haben wir in Scharen, in allen Varianten, mehr und weniger grauslich, ist doch wurscht. TBC-Bakterien, auch das ist ein Thema. Und die TBC wird immer aggressiver, sowohl bei den Tieren als beim Menschen. Wir kriegen neue Stämme rein, die TBC-Impfungen, die die Älteren von uns noch gekriegt haben, die sind längst kein Schutz mehr gegen diese neuen Stämme, die jetzt nach Europa importiert werden. Staphylococcus aureus, Streptokokken in allen Formen und Farben, wir kriegen die frei Haus geliefert. Auch die Trichophytie, das ist eine Pilzinfektion, die in Massen in der Rindermast zum Beispiel ein Thema ist hoch ansteckend für den Menschen. Und wir werden dann ein Beispiel hören, wie man der ganz schön vorbeugen kann. Es ist nicht gesagt, dass Mastrinder unbedingt kahle Flecken haben müssen und der Bauer mit rote, runde Kreise im Gesicht herumrennen muss. Das steht nirgends. Das darf auch anders sein. Und ebenso dasselbe gilt für parasitäre Erkrankungen. Das heißt, wir haben es mit einer Riesensumme von Bakterien zu tun, die noch dazu, und zu dem komme ich in meinem zweiten Vortrag dann nach der Pause, ganz toll, perfekt erzogen worden sind, durch ziemlich wahllose Antibiotikabehandlungen, dass sie dann, wenn sie beim Menschen im Magen auftreten, Antibiotika nicht mehr toll finden. Die kratzen die gar nicht mehr. Und wenn du heute mit einem Campylobacter im Spital liegst, dann werden die unrund, die Herren Ärzte, weil sie genau wissen, dass der Campylobacter antibiotisch fast nicht mehr zu behandeln ist. Staph aureus, dasselbe, ein Keim, der zu 90% resistent ist. Und so geht es weiter. Also wir haben es da schon sehr lustig in der mittlerweile. Und jetzt kommt ein Beispiel. Und zwar ein Beispiel von einem für mich überdurchschnittlichen Betrieb im Norden Österreichs, also im Waldviertel. Ein Biobetrieb, der für mich die moderne Entwicklung und den Biogedanken auf höchstem Niveau verbunden hat. Ich habe den ganz bewusst ausgewählt, weil ich eigentlich nicht diese im Kopf befindliche Bio-Idylle euch präsentieren wollte. Somit, es wird alles mit der Hand gemacht und wir streicheln unsere Kühe jeden Tag und wir sind überhaupt ganz bio und laufen in Stiefeln und im Strohhut herum. Also das ist ein Betrieb, der wirtschaftlich auf wirklich super gesunden Beinen hält und der das Moderne, die Technik und die Tiergesundheit auf höchstem Niveau für mich organisiert oder realisiert hat. Ein schöner für uns großer Betrieb, 59 Milchkühe, 40 Zuchtkalbinnen, also die eigene Nachzucht und meistens so rund um 20 weibliche Zuchtkälber, die eben nachwachsen. Ein Stier für die Kühe, die den Bauern als Besamer nicht so cool finden, die kriegen dann einen hübschen Mann. Also manche lassen sich ja überreden, dass der Bauer das auch kann, aber sehr viele finden einfach den Herrn der Schöpfung mit 1200 Kilo einfach cooler. Ein guter
Ein durchaus sehr guter Stalldurchschnitt mit 7.200 Kilo, wobei die Rassen gemischt sind, also sie haben hauptsächlich Fleckvieh, aber auch Braunvieh und auch ein bisschen Friesen drinnen stehen. Ein Durchschnittsbetrieb, also 48 Hektar Ackerland, 27 Hektar Grünland, also die deutschen Bauern werden es wahrscheinlich mit dem Lachen kriegen, aber in der Schweiz sind, glaube ich, die Größen irgendwo vergleichbar. Und die haben sich spezialisiert und machen einen Abhof-Frischmilch-Verkauf, haben also eine eigene Pasteurisieranlage, eigene Milchmarke herausgebracht und verkaufen diese Frischmilch ohne jegliche weitere Verarbeitung bis Wien zu sehr guten Preisen und können damit eigentlich zwei Familien, also die Jungen und die Senioren und die Juniorfamilie, ausgezeichnet leben davon. Sie arbeiten mit einem Fütterungsroboter, also wirklich eine Hightech-Sache, und mit Melkroboter, was also im Biobereich total unüblich ist. Sie halten Seminare am Bauernhof, sie machen internationale Führungen, also es kommt Weißrussland und es kommt Dubai und alle möglichen, kommen diesen Betrieb besuchen, danke, weil das einfach wirklich ein Top-Niveau ist. Wir sehen da jetzt zum Beispiel nur so ein paar Bilder. Wir sehen da oben das Foto vom Melkroboter, da drinnen, also die Kühe gehen selbstständig, da rein werden automatisch mehrfach am Tag, 6, 7 Mal, je nachdem wie weit sie mit der Milch sind, gemolken. Kranke Kühe, wo zum Beispiel die Milch nicht ganz optimal ist, werden automatisch aussortiert und kommen in die Krankenbox. Hier ist der Bereich der trockenstehenden Kühe, also die aufs nächste Kalb warten, die also nicht mehr gewolken werden. Und da daneben gibt es dann noch den Bereich der Abkalbebox. Das ist also sozusagen Hightech und in Österreich überhaupt nicht üblich im Biobereich. Ich finde das aber ganz toll, weil das eigentlich jetzt noch das Tüpfchen auf dem i war für die Tiergesundheit, weil das der artgerechten Haltung, nämlich jetzt abgesehen von der Mutterkuhhaltung, aber im reinen Milchbetrieb, sehr nahe kommt und ich damit den Bedürfnissen der Kühe eigentlich sehr, sehr gut nachkommen kann. Sehr ähnlich ist es auch mit der Kälberaufzucht, also alle Kälber werden zumindest 14 Tage am Hof behalten. Die Stierkälber kommen in Mutterkuhbetriebe und werden dort den Mutterkühen sozusagen zugestellt, also Biomutterkühen, während die weiblichen Kälber alle im Betrieb fertig gefüttert werden und dann als Zuchtkalbinnen eben entsprechend der Körung weiter verkauft werden oder selber nachbehalten werden. Die haben da hier eine 24 Stunden Frischmilchversorgung, wo die Kälber immer frische, warme Milch trinken können. Die ist auch nicht angesäuert, also was eine sehr mutige Lösung ist, weil das technisch auch viel aufwendiger ist. Diese Kälber kriegen permanent das Momoklin, das vorbeugend ist gegen einen bestimmten Erreger, nämlich Cryptosporidien, permanent mit der Frischmilch verabreicht. Sie kriegen dazu Heu in jeder Menge, temperiertes Wasser und ein Kälbermüsli, sodass die sehr früh eine sehr, sehr gute Panzerentwicklung haben, damit sehr früh sehr gut zu fressen beginnen. Sie kennen überhaupt keinen Kälberdurchfall mehr, der in Österreich ein Wahnsinnsproblem ist. Soviel ich weiß, ist es auch in Deutschland ein ganz großes Problem. Wie es in der Schweiz ist, weiß ich nicht. Aber wir kämpfen in Österreich ganz extrem mit Frühdurchfällen bei Kälbern. Und es ist die totale Ausnahme, Kälber ohne Durchfall hochzukriegen. Und da gibt es verschiedenste Fütterungssysteme. Wie gesagt, das ist ein sehr artgerechtes. Wenn ich jetzt ein Milchsystem fahre, wo also die Kälber nicht bei der Kuh sein können, das ist eben ein Kompromiss. Also es ist ja immer so, dass man für gewisse Produktionsrichtungen dann eben auch Kompromisse eingehen muss. Das andere ist, dass die Kühe und auch die Kalbinnen, also alle großen Tiere, mit dem Fütterungsroboter versorgt werden. Das klingt jetzt auch total schräg und ich finde es aber toll und es ist einer der Betriebe, der die allerbeste Futterzusammenstellung gewährleisten kann. Warum? Kühe sind völlig fantasielos und du fütterst eigentlich nie die Kuh, sondern nur die Bakterien im Pansen. Und diese Bakterien im Pansen sind total unflexibel. Das sind Typen, die sind selektiert zur Verdauung einer Futterkomponente und einer zweiten und einer dritten. Das heißt, wenn ich bei einer Kuh einen Futterwechsel mache, führt das jedes Mal zu totalem Chaos bei den Bakterien.
Wenn ich es aber jetzt schaffe, und das ist in Österreich so wie in der Schweiz und in Deutschland ja schwer, weil wir ja saisonal sind, also wir haben ja einen Winter, wo es ja kein Futter gibt, muss ich es also technisch irgendwie schaffen, diese Kühe das ganze Jahr einheitlich und leistungsgerecht Grund zu versorgen. Und in der Größe mit 60 Milchkühen, in dem Leistungsbereich, das händisch zu bewerkstelligen, würde 5 Leute brauchen. Nur fürs Füttern, damit das immer gleichmäßig in entsprechender Qualität und Zusammensetzung vorgelegt wird. Und das macht der Roboter selbstständig. Das heißt, Sie haben hier die Zulieferbänder für verschiedene Silagequalitäten und für Heu. Das heißt, das legt man mit dem Traktor außen hin und das wird hier hochtransportiert. Dann gibt es ein eigenes Förderband, das endet hier, wo Stroh, gehäckseltes Stroh in ausreichender Menge zugeführt wird. Die meisten Kühe in Europa sterben am Rohfasermangel. Die meisten Kühe werden eigentlich gehalten fast wie Schweine. Die kriegen kein kuhgerechtes Futter mehr, ich rede von Milchkühen. Und das wird hier in ganz toller Weise realisiert und kann auch immer angepasst werden. Das heißt, diese ganze Gruppe Kühe hier auf beiden Seiten kriegt 5-6 Mal am Tag automatisch die optimale Menge gut gemischten Futters in gleichmäßiger Struktur, in gleichmäßiger Größe, ganzjährig vorgelegt. Der Kuhkomfort, auch das ist etwas, was eine ganz interessante Sache ist. Die haben den alten Stall nur erweitert. Und was wir hier sehen, ist, dass wir hier ein ganz hohes Maß an Kuhkomfort haben. Woran erkennen wir das? Nicht nur daran, dass die Dame sich da den Rücken bürstet. Ja? Ich meine, das ist auch Kuhkomfort. Aber wir erkennen, dass hier alle Kühe entweder stehen und fressen oder liegen. Und das andere soll eine gesunde Milchkuh nicht machen, wenn sie nicht gerade auf der Weide herumgaloppiert. Eine Kuh, die im Stall steht und blöd schaut, ist eine kranke Kuh oder eine unpässliche Kuh. Ja? Eine Kuh, die frisst, ist eine gesunde Kuh. Die haben ja ein blödes System mit den 7 Mägen, also die brauchen Unmengen an Material, um diese 800 Kilo Tier im Laufen zu halten. Ja? Das heißt, die müssen schon viele, viele Stunden fressen können. Und wenn die das gefressen haben, dann legen sich die nieder und fressen das ja noch einmal. Die sind ja Wiederkäuer. Okay? Das heißt, wenn Sie jemals in einen Kuhstall kommen und Sie sehen dort Kühe, die weder fressen noch wiederkäuen, dann wissen Sie, dass dieser Betrieb schlecht geführt ist. Allein an dieser Tatsache kann man das erkennen. Bitte? Die Zuchtkalbinnen haben eigentlich auch ein Paradies, also die haben wunderbar mit Tiefstreuhaltung, große Boxen, geräumige Boxen, alle mit Auslauf und kriegen nächstes Jahr auch noch diese angrenzende Weide dazu, damit sie sich auch die Füße richtig ausstrampeln können. Und ich meine, man sieht schon, dass das hochqualitative Zuchttiere sind, bitte. Ja, Weideauslauf ist natürlich gegeben, ist ja ein Biobetrieb, kommen jeden Tag raus, aber, und da ist wieder ein Kompromiss, den die eingehen müssen, die Ganztagesweidehaltung ist nicht kompatibel mit dem Melkroboter. Also man muss sich da halt auch entscheiden und das sind schwere Entscheidungen, weil davor haben es die Kühe 2-mal am Tag gemolken und dazwischen waren die auf der Weide. Die Milchleistung war schlechter, die Klauengesundheit war schlechter, die Milchqualität war schlechter von der Zellzahl her, es waren mehr Kühe krank. Also sie hatten durchaus mehr Probleme, wie sie auf der Weide waren und wie das normale System gefahren ist. Jetzt haben die Kühe eben durchgehend ganzjährig das einheitliche Futter und sie können durchgehend ganztägig 5-mal am Tag oder 6-mal am Tag melken gehen, selbstständig. Aber wenn ihr sie zu lange auf der Weide lasst, dann finden die das so toll, dass sie sich denken, haben mich gern Roboter, ich gehe jetzt nicht melken. Das ist so wie kleine Kinder, die zur Hausaufgabe müssen. Ne? Die bleiben auch draußen und spielen weiter. Und genauso ist es mit den Kühen. Und dann kommt der Roboter durcheinander. Und deswegen müssen die nach 2-3 Stunden die Damen wieder reinbitten, weil die frischmelkend sind und wo der Busen drückt, die gehen eh. Aber die, wo der Busen nicht drückt, weil die schon 6 Monate nach dem Kalb sind, die finden einfach herumtollen auf der Wiese extrem viel lustiger als melken gehen. Also das ist schon auch so eine Sache, wo man eben auch sagen muss, okay,
Kein System ist perfekt, weil es sind nun einmal Systeme. Es sind ja keine Wildrinder, die einfach unbegrenzt durch den Busch laufen dürfen. Nicht? Das ist es eben nicht. Bitte? Aber nichtsdestotrotz, diese wirklich sehr, sehr tiergerechten, obwohl technischen Haltungsbedingungen führen dazu, dass wir eigentlich in einem optimalen Leistungsbereich bei diesem Betrieb sind, bei einer optimalen Milchqualität und sehr gesunden Kühen. Wir haben eine sehr kuhgerechte Haltung eigentlich mit relativ wenig Aufwand. Jetzt, also es wurden alte Stallgebäude verwendet, es wurde der alte Stall erweitert, man hat versucht, weitestgehend bestehende Gebäude einzubinden. Und sie sind ein Betrieb, der bereit ist, vorbeugend in Maßnahmen zu investieren. Das heißt, die warten nicht darauf, dass ihre Tiere krank werden, sondern die handeln vorher. Vorbeugend ist zum Beispiel diese optimale Kälberaufzucht. Die Pansenentwicklung einer Kuh passiert in den ersten 3 Lebensmonaten. Wären sie da nicht richtig gefüttert und zu Wiederkäuern gemacht, wären das nie Leistungstiere. Das ist das größte Problem der völlig falschen Kälberaufzucht in Gesamtzentralafrika, die alle völlig falsch gehalten werden, die ersten 3 Monate. Und dann sagen wir die Leute, ja, die Kuh gibt 3 Liter Milch, ist aber eine schwarzbunte Kuh. Da stimmt ja was nicht. Ne? Weil die schwarzbunte Kuh ist dieselbe schwarzbunte Kuh wie bei uns, ne? Genetisch. Aber wenn ich die so falsch aufziehe und so falsch fütter und dann noch dazu nicht dazu rechne, dass auch ein afrikanisches Kalb von einer schwarzbunten Kuh mindestens 10 Liter trinken muss, wenn es nicht tot umfallen will, dann melke ich eben nachher nur mehr 2 Liter Milch. Und dass das dann 12 sind, ist schon ein Wunder, aber gut. Die Rechnung ist auch noch nicht ganz angekommen. Gut, also die Kälberaufzucht und die vorbeugende Investition in die Kräuteranwendung, in das Momoglin, damit es eben erst gar nicht zu den Kälberdurchfällen kommt. Weil die Kälberdurchfälle natürlich eine extreme Wachstumsdepression, fressen ein paar Tage nicht, haben ein paar Tage schweren Durchfall, die ganze Darmflora kommt durcheinander, also haben wir schon ein Problem. Das heißt, wenn das vermieden wird, wachsen diese Kälber störungsfrei durch diese gefährlichen ersten 4-5 Wochen und können dann eigentlich problemlos in diese gut organisierte Kalbinnenaufzucht gehen. Wir haben eine optimale Trockenstehfütterung, die angepasst ist an die Trockensteher und die nicht einfach mitlaufen in der Laktationsherde. Die kriegen vorbeugend zum Beispiel eine Lebertherapie. Die Leber ist der Knackpunkt bei der Kuh, das ist ganz vielen nicht bewusst. Alle glauben immer, das Wichtigste ist der Pansen. Nein, das Wichtigste ist eine sehr gut aktiv, gut funktionierende Leber. Und wenn ich diese Leber entsprechend durch einerseits Entgiftung im Darm, nämlich das macht der Montmorillonit Zeolit in den Momoprodukten, der bindet die freien Radikale, der bindet die Übersäuerungsprodukte, die werden ausgeschieden, die Kräuter werden aufgenommen und die Kräuter, sowohl die ayurvedischen als die europäischen, aktivieren die Leberzellen, sodass die einfach wirklich arbeiten und dann kann ich diese Trockenstehphase sehr effizient nützen, um die Kuh zu gesunden. Und dann geht die gesund und kräftig mit einem guten Stoffwechsel in die Geburt und in die Laktation. Und siehe da, ich habe dann in der Summe eine ganz hochgesunde Herde mit minimalsten Tierarztkosten. Und jetzt im Vergleich dazu, das ist so, wenn es gut läuft in Europa. Und wie schaut das jetzt in Afrika aus? Ich meine, wie gesagt, ich bin ja so auch so eine Verrückte, die da unten sich dauernd herumtreibt. Und wir sind da unten in einer ganz, ganz extremen Schere, nämlich diese traditionelle Rinderhaltung, die hat ja jahrtausende lang funktioniert. Das ist ja okay, aber die Leute da unten, die wollen jetzt mit den Rindern reich werden, die wollen exportieren, die wollen Fleisch produzieren und wenn die Fleisch produzieren wollen, dann haben die ja welche, die das Fleisch kaufen. Und die das Fleisch kaufen, die wollen ein Fleisch ohne Antibiotika, die wollen ein Fleisch und nicht Gerippe, die wollen gesunde Tiere und von gesunden Tieren Fleisch kaufen. Ich rede hier im Speziellen von Uganda, wir sind da sehr intensiv involviert in Uganda und das hier, was Sie da sehen, ist die Herde vom Herrn Präsidenten persönlich, von Museveni. Eine der allerschönsten, weltweit schönsten Longhorn-Herden der Welt. Ja, also unglaubliche Tiere. Aber das ist eine Illusion.
die findet einfach kaum mehr statt. Oder wenn unter großen Problemen mit riesigen Ausfällen, weil es mit Krankheiten und Ähnlichem kämpfen und viel Know-how fehlt. Das heißt, wie schaut die Realität aus? So, das ist Rinderhaltung im Moment in Uganda. Das heißt, wir haben die völlig falschen Rassen, importierte Schwarzbunte oder Schwarzbundkreuzungen, die dann mit Longhorn gekreuzt werden, die sehr oft schwer krank sind, der Trug der Zecken, der Trug der verschiedenen stechenden Insekten, ganz verschieden. Also gibt einen ganzen Haufen schwerer Krankheiten, mit denen die Rinder eigentlich dort nicht zurechtkommen, vor allem nicht die europäischen Rinder, den Longhorns machen die eh nichts aus. Die halten die ganz gut aus, aber die Kreuzungen natürlich halten die nur ganz schlecht aus. Völlig falsche Fütterung, sehr problematische Haltungsbedingungen und daher keine Leistung und keine Ergebnisse. Und was wir im Moment versuchen, ist eben zusammen mit diesen Momo-Produkten, die wir ja am Markt haben und die jetzt unten auch schon in Versuchen gelaufen sind mit hervorragenden Resultaten, dass wir dort das Know-how, die wichtigen Punkte den Leuten vermitteln. Weil Rinder sind in Uganda das Nonplusultra für Besitz und für Reichtum. Das ist ein Prestigebesitz, der weit über jedem Auto und jedem Fahrrad und all diesen Dingen liegt. Jeder, der etwas auf sich hält, hat Rinder. Und Rinder ist ein Riesenthema in Zentral- und Ostafrika. Und diese Rinderhaltung muss optimiert werden, weil so verwüstet sie dort das Land, den Boden, produziert Abertausende von halbkranken oder todkranken Tieren, die einfach denen mehr oder weniger die Haare vom Schädel fressen, aber nichts bringen. Das heißt, es ist mir ein ganz großes Anliegen und ich arbeite da mit dem Landwirtschaftsministerium zusammen, mit der Landestierzuchtorganisation zusammen, die ganz dringend darauf warten, dass da Know-how, tierärztliches Know-how implementiert wird, um die Leistung und die Effektivität zu optimieren in diesen Ländern. Es hat überhaupt keinen Sinn, dort aus Belgien die teuersten Zuchttiere hin zu exportieren, die gehen dort vor die Hunde. Das funktioniert nicht. Das ist jetzt 30, 40 Jahre lang gemacht worden und es ist vollkommen für die Katz. Ja, Medikamente werden unten noch wahlloser eingesetzt als hier. Antibiotika werden am Straßenrand frei verkauft. Die in Europa nicht mehr gestattet sind oder abgelaufen sind oder nicht mehr funktionieren bei uns, weil die Resistenten so hoch sind, werden dort frei am Straßenrand den Bauern verkauft. Die wissen nicht, dass es Antibiotika sind. Die geben das, weil die Kälber dann besser wachsen. Die wissen auch nicht, dass es Wartezeiten gibt. Wartezeiten wurden jetzt, voriges Jahr, als gesetzliche Sache erst definiert und überhaupt einmal eingeführt. Das heißt aber nicht, dass irgendwer im Land weiß, was Wartezeiten sind. Das heißt, es wird das Tier mit Antibiotikum behandelt und am selben Tag kriegen die Kinder die Milch von dieser Kuh. Diese Schweine, die ihr da oben seht, sind schwerstkranke Schweine, die haben eine Schweineseuche. Das ist ein Virus, die werden mit Antibiotikum gegossen. 2 Jahre lang, also die schauen ja aus, wie wenn sie 4 Monate alt wären, die sind 2 Jahre alt und werden dann trotzdem gegessen von den armen Leuten. Auch diese Ziege hat eine schwere bakterielle Infektion, die haben sie mit parasitären Mitteln behandelt, weil sie glaubt haben, es sind Parasiten, also keine Diagnose, keine probaten Medikamente. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm, bitte das nächste. Und daraus resultiert, dass in den afrikanischen oder zentralafrikanischen Spitälern ein ganz hoher Prozentsatz an Kindern nicht mehr behandelt kann und an harmlosen Durchfällen stirbt. Diese Kinder haben Bakterien in sich, die komplett resistent sind. Die Ärzte dort in den Spitälern wissen nicht mehr, ich war in der Universitätsklinik in Kampala, die wissen nicht mehr, und ich war dort auf der Kinderstation und ich wünsche keinem von Ihnen, dass Sie dorthin gehen müssen. Das war mehr als schockierend. Sie wissen nicht mehr, wie sie diese Kinder behandeln sollen, weil solche Massen an völlig wahllosen, ohne jeglichen Know-how verabreichten Antibiotika im Umlauf sind. Und nachdem wir dort sehr, sehr erfolgreiche Versuche gemacht haben
und von alleroberster Stelle die Bitte gekommen ist, was immer wir an Behandlungen, und da braucht es Behandlungen, weil es am Management fehlt, soweit das Auge reicht, was immer wir an Behandlungen durch diesen Kräutereinsatz ersetzen können, bitte machen Sie es. Also ich sage mal, wir haben eigentlich in der Veterinärmedizin weltweit riesige Aufträge, riesige. Und ja, ich werde darauf noch im zweiten Vortrag zurückkommen. Ich hoffe, dass bald einmal die ausbildenden Stellen aufwachen. Danke.